Hallo und herzlich willkommen bei Vancamper 65. Mein Name ist Richie und dahinter, das ist die Chibi. Und ihr seht sie schon wieder in 2 Kartons, weil wir sind auf dem Weg ins Deggenhauser Tal auf den Höchsten. Und da bietet sich an, in der Nähe von Salem anzuhalten bei der Senftdestillerie. Da waren wir schon ein paar Mal, da gibt es auch Videos drüber. Und natürlich haben wir wieder schön eingekauft und da kriegst du auch immer gut was zum Probieren. Mhm. Und wenn man fragt, kriegt man auch Geschenke. Ja. Und zwar? Chibi freut sich wie Bolle. Ja, guck mal, das Ding da. Top, oder? Das ist ein Ausgießer nämlich. Für die Flasche. Also ich weiß nicht warum, aber Chibi freut sich da wie Bolle. Das Ding kostet 1 Euro, haben wir geschenkt gekriegt. Klar, jetzt haben wir für über 200 Euro wieder einkauft. Aber nicht für uns, nur für Freunde. Und ja, das war der Zwischenstopp. Jetzt fahren wir noch 30, 40 Kilometer an den vermeintlich tollen Platz von Alpaka Camping, haben wir den rausgesucht. Am höchsten oben, habe ich glaube schon mal erzählt, das ist die höchste Erhebung hier am Bodensee mit 842 Meter. Und schaut euch mal das Wetter an, es soll Bombe werden. Warm. Gell? Und da grillen wir dann gleich mal später. Wir haben Hunger, gell? Also bis gleich. Ciao. Jetzt, liebe Gemeinde, der Platz ist bezogen. Machen wir mal geschwind einen kleinen Rundumblick. Da oben ist der Höchsten. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da an dem Pfosten. Ich versuche mal ran zu zoomen. Das ist der Höchsten. So. Und ja, wir stehen dann quasi an der Straße. Ja, da ist jetzt noch ein bisschen Verkehr, aber nicht allzu viel, hört man nicht so. Aber jetzt passt auf, jetzt kommt das Panorama. Dahinter ist der Bodensee. Ich zoome auch noch mal so gut es meine Pocket 2 herkriegt. Jetzt 4.0 Zoom digital und Winde tut es natürlich auch. Und schaut euch mal die Fernsicht an. Oh, ich hoffe, ihr hört das jetzt, was ich spreche. So, und das ist die Fernsicht. Leider Gottes natürlich jetzt, da haben wir nicht dran gedacht, recht windig, weil ja, es war ja noch kalt über die Ostertage und jetzt kommen so langsam die ersten warmen Winde. Deswegen noch recht windig das Ganze, aber passt schon. Wir haben ja warme Klamotten und deswegen sitzen wir jetzt dann hier, grillen erstmal was, weil wir haben nämlich Hunger. Was ich noch vergaß zu erwähnen, da unten haben wir gute Nachbarschaft. Da ist ein Rotwildgehege. Da gehen wir nachher mal runter. Da hat es geheißen, die darf man streicheln, wenn sie herkommen. Sind wir mal gespannt. Man sieht es jetzt leider nicht so, aber es geht echt ein. Ziemlich starker Wind. Deswegen haben wir da mal hinterm Sitzle den Grill angeschmissen. Und ja, es windet halt wie Sau. Aber es wird Knoblauchbaguette oder Knoblauchwickler. Oh, den vielleicht mal gerade machen. Ja. So. Es wird. Jetzt wollte ich gerade mal vor dem herrlichen Panorama, das ihr hier seht, ich habe extra die Spülschüssel weg. Weil ich habe gedacht, das dauert ja noch geschwind, aber jetzt kommt Chibi zum Spülen. Ja. Cool. Weil ich wollte euch hier du darfst spülen, Chibi. Oh, Jesus. Vor lauter Aufregung. 2018 habe ich das Geschenk gekriegt von meinem lieben Sandro. Ein damals 11 Jahre alter Jack's Choice Irish Single Malt vom Fass in Tuttlingen. Und den genieße ich jetzt bei der herrlichen Aussicht. Einwandfrei. Das sieht jetzt bloß so verfroren aus. Eigentlich ist es relativ warm, aber Chibi hat noch von vorher wegen dem Wind, weil da ist ein unheimlicher Wind gegangen. Jetzt ist fast windstill. Hat sie die Mütze auf und das ist jetzt so die Abendaussicht. Was ist? 3/8? Ja. Also für die Nicht-Deutschen, Nicht-Schwaben, 7:45.
19:45 Uhr. 19:45 Uhr. Ja, das ist so unsere Aussicht. Und witzigerweise vor ca. 3 Jahren, als wir einen Quokki frisch gehabt haben, da haben wir von dem Turm aus über den Berg drüber unsere erste Nacht verbracht. Als wir ihn geholt haben von Mona und Nico. Da war nämlich Corona und da wollten wir auch schon hierher. Und hier ist der Sigmaringer Kreis und da war es damals verboten, nach, was weiß ich, 10. Ja, so wie es halt damals war, die verrückten Zeiten. Auf jeden Fall hinterm Höchsten, da 500 Meter weiter, da ist dann der, weiß ich gar nicht, Tuttlinger Kreis und da war es wieder erlaubt. Und deswegen haben wir da die erste Nacht gestanden bei minus 18 Grad. Ja, das war auch recht kühl. Ja, also die haben wir heute nicht, die minus 18 Grad und wir lassen es uns da jetzt noch schön gut gehen. Es ist einfach herrlich. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Es ist Frühstückszeit. Natürlich wieder nach Weincamper 65 Manier. Ja, es ist jetzt 10. Oh ja. Eigentlich recht früh, Ja. gell? Das Wetter wieder bombig. Der Wind hat auch ein bisschen nachgelassen. Und wir sitzen da jetzt schön in der Sonne und decken den Frühstückstisch. Und anschließend können wir dann ein bisschen Fahrrad fahren. Auch nochmal aus der Perspektive geschwind gezeigt. Ja, ein bisschen schräg stehen wir, aber das ist vernachlässigbar. Jetzt starten wir dann Unsere Radtour. unsere Radtour, so 30 Kilometer. Vorher ist noch der Stefan gekommen, der Besitzer, ganz nett, mit dem ein bisschen geplaudert. Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher kommen. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da fliegt so ein kleines Modellflugzeug, Jetzt komm. aber mit Stromski, macht auch nichts aus. Schön interessant, denen zum Gucken. Also wir fahren mal los. Ja. Und für alle, die sich da am Höchsten auskennen, hinten ums Hotel Höchsten rum, da gab es noch so eine schöne Hütte, so Blockhaushütte, ihr seht es hier. Das war ein schönes Ausflugslokal, gibt es leider nicht mehr, ist zu. Alles gut. Da ist der Besitzer jetzt gewechselt und da hat man so schön sitzen können früher. Ja, schade, wieder eine Attraktion weniger am Höchsten. Natürlich, da musst du wieder maßlos übertreiben bei Weincamper 65. Ja, wir sind jetzt durch den Wald. Ja, sieht man nicht. Hier haben es, glaube ich, aufgenommen. Und so geht es jetzt nur der Buckel auf. Circa so 300 Höhenmeter. Ja, aber von nichts kommt nichts. So kennt ihr uns ja. Diesmal sind wir aber vernünftig ausgerüstet. Wir haben was zu trinken. Apfelschorle. Und 2 Bier. Es kann nichts passieren. Und ein bisschen Zeit für die Natur muss natürlich auch sein. Wunderschön, wie der Bärlauch sich hier an den umgestürzten Baum schmiegt. Herrlich. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie normal können wir, glaube ich, nicht. Ich zeige es euch mal geschwind. Kommod. Da ist die. Oh, das sieht man, glaube ich, gar nicht, oder? Oh, Jesus. Naja, so. Nuff runter. Jetzt sind wir da in dem roten Strich. Ich weiß nicht, ob man einen roten Strich seht. Und da haben wir noch ein Stückchen Nuff und dann geht es auf der anderen Seite runter zum Ilmesee. Und da werden wir dann mal am Ilmesee ein bisschen pausieren. Kommen sind wir von der Trommel von dem Berg. Ganz schön anstrengend für so eine Frühjahrsfahrt. Aber es nutzt ja nichts.
Das ist jetzt mal das Ziel der Reise, der Ilmesee. Und irgendwo da drum hinter der Tanne, da ist noch der Hackelschorsch. Also nicht der Bobfahrer oder Schlitterfahrer, sondern der, wo man gut essen kann. Ilmesee erreicht und Chibi Überlegt, ob sie schwimmen gehen soll. Überlegt, ob sie schwimmen gehen soll, aber ich lieber nicht. Ich sitze jetzt mal und ruhe aus. Übrigens, damit ihr mal wisst, wo wir herkommen, ungefähr von da hinten vom Buckel sind wir andere Seite vom Buckel runter, ganz nauf, Plateau gefahren, wieder runter, so rüber. Ja, und jetzt sind wir am Ilmesee. Und da hocken wir jetzt mal der Handesche an das Bänkle nach und lassen der Herrgott eine gute Maus sein, weil der Hackelschorsch macht erst in 1,5 Stunden auf. Und so lange ruhen wir jetzt mal aus, das haben wir uns verdient. Willst du auch noch was sagen? Nein. Gut. Oh. Nachdem wir jetzt da 1,5 Stunden an der Bank da 50 Meter weiter geguckt sind wir jetzt hier im Naturfreibad und hocken Strandkorb. Im Strandkorb. Farblich abgestimmt. Ja, einwandfrei. Jetzt trinken wir da noch aus und dann gehen wir zum Hackelschorsch was essen. Chibi freut sich schon. Ja, da gibt es saure Käse mit Pommes. Und riesige Portionen. Also Leute, es tut uns leid. Hackelschorsch hat zwar offen gehabt, aber da waren nur 3 oder 4 Tische und da war es so voll, da konnten wir jetzt nicht filmen, weil unmittelbar Leute drumherum waren. Aber wir haben gut gegessen. Chibi hat noch ein bisschen Schweizer Wurstsalat. Und Komoot führt uns jetzt heim. Und wir sind jetzt quasi hier auf dem Hügel. Dann geht es natürlich wieder der Buckel runter. Das heißt, das, was wir gerade hoch sind, geht wieder runter. Und der höchste ist da hinten dann. So, das versuchen wir noch zu erreichen. Dann melden wir uns wieder. So sehe ich übrigens aus. Relativ geschafft. Also wenn wir oben am höchsten sind, dann haben wir auch was gemacht für heute. Bis gleich. So, Chibi noch voller Elan. Das ist jetzt vom höchsten die Aussichtskuppel. Wie geil. Da unten ist der Bodensee. Und ich versuche euch mal den Quocki herzuholen. Der müsste irgendwas Silbernes auf der Wiese. Ich krieg's nicht näher hin. Irgendwo da müsste der Quocki sein. Und schaut euch mal die Fernsicht hier an. Das ist echt der Hammer. Und hier nochmal die Maßeinheiten. Schriftdeutsch 13:45 Uhr ist 3/4 2. 16:15 Uhr, 4:05 um 6 rum. 3/4 Pfund. Eine Handvoll beliebteste Maßeinheit beim Weih ist ein Viertel. Zweitbeliebteste Maßeinheit, aber nicht bei der Chibi, ist noch ein Achtel. Und kleinste Maßeinheit ein kleines bisschen heißt eigentlich ein Muckesäckele. Ah, da steht es. Ja. Yeah. Ach, so rum geht es. Ja. Oh, Jesus, Leute, ihr habt es falsch gemacht. Also Mundart, 3/4 2 ist 13:05 Uhr. Ihr haltet es an, dann könnt ihr was lernen. Wobei Hämpfle, Handvoll, sagt mir nicht. Aber egal. Ein Muckesäckele. Jetzt haben wir noch ein Muckesäckele. Ja, genau. So, das war jetzt unsere Radtour und jetzt sind wir auch froh, wenn wir dann tatsächlich unten am Quocki sind. Das haben wir uns verdient. Dann können wir die Aussicht noch genießen. Dann genießen wir noch ein bisschen die Aussicht beim Havantchen oder so. Scholle. Scholle. Also. Scholle. Ciao. Ciao. Jetzt probieren wir mal noch unser Glück. Ja, schon geht's weg. Und der Stefan hat gesagt, man darf füttern. Wir haben extra als Brot mit. Hallo. Na komm. Komm. Na komm.
Und schmeiß mal rein vielleicht. Das glaube ich nicht, aber er kommt zu dir. Jo. Ja, jetzt kommt's. Ja, warte. Aber jetzt frisst's. Hä? Ah, ja. Ich habe bloß eine Kamera, das darfst du nicht fressen. Jetzt, der Druck, da ist hier der Zaun um. Süß. Schmeckt. Oh, ist lecker. Wie farblich ihr zusammenpasst. Oh. Es traut sich noch ein paar her. Da, guck. Da. Jetzt, komm hier, Dicker. Da, guck mal, da. Da, hier, da. Da. Sag mal, ist der blöd? Hier ist es doch. Scheißerle, da. Jetzt kommt da. Jetzt haben wir nichts mehr. Gell, jetzt ist es rum. Ja, nein, das geht nicht. So, also, gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Tschüss. Tschüss. Fein. Ja, wunderschönen Sonntagmorgen. Es ist jetzt wieder Van-Camper-Zeit. Ja, kurz vor 12 haben wir gerade gefrühstückt. Die Sonne kommt jetzt raus, ist wieder ein bisschen windig. Gestern war ein wunderschöner Abend, fast tropisch, windstill und wir haben nur 20 Grad gehabt bis fast an die 11 noch. Das war der Hammer. Dann haben wir das Tischle da gehabt und noch ein bisschen auf dem Tablet Netflix anguckt. Das war echt cool. Ja, und jetzt lassen wir mal noch ein bisschen die Drohne raus, gucken, was das so bringt. Ja, und nach den schönen Drohnenaufnahmen und dem Blick hier aus dem Cockpit über unsere Sitze mit den Ullbettenbezügen, die übrigens jetzt auch, wenn es warm ist, ganz angenehm sind zum Sitzen. Wir konnten ja letzte Woche, an Ostern war es sehr kalt, da war es angenehm warm auf dem Sitzen und jetzt am Wochenende war es ja relativ warm und auch da war es angenehm zum Sitzen. Und das sind so die letzten Züge. Chibi genießt noch die Aussicht.
Schön. Und jetzt räumen wir dann langsam zusammen. Chibi ist, glaube ich, ganz traurig, dass wir jetzt gehen müssen. Ja, aber es hilft nichts. Es ist jetzt 2:30. Ihr seht es auch ein bisschen bewölkt jetzt, aber es war ein Top-Wochenende, schön warm. Und deswegen sagen wir jetzt wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. genau Däumchen hoch, abonnieren und kommentieren. Gell? Also bis bald mal wieder. Ciao.